Unter industrieller Intelligenz, ein Begriff, den PSI in den Markt hineinträgt, verstehen wir die Anwendung künstlicher Intelligenz für die Optimierung industrieller Prozesse, Energieverteilung, Materialfluss. Die ganzen populären Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die jetzt in die Haushalte gezogen sind, als Alexa, als Siri und dergleichen mehr, haben vor allen Dingen den Vorteil gehabt, dass sie große Mengen an natürlicher Sprache erlernen konnten und auch, sagen wir, mit hinreichender Präzision, wenn sie da 95%, 98% Erkennung haben natürlicher Sprache, da sind sie als Endkunde sehr zufrieden. Ja, mit 98% können Sie im industriellen Prozess nichts werden. Überlegen Sie mal, Sie stellen 100.000 Reifen am Tag her. Wo wollen Sie denn dann 2.000 Reifen hin sortieren jeden Tag? Ja, insofern braucht man für industrielle Intelligenz ganz andere Präzision. Man braucht eine ganz andere Datenrobustheit und eine tiefe Integration in die Prozesse. Und Sie brauchen eine Kombination auch mit konventionellen Optimierungsverfahren, etwa für den eigentlichen Produktionsprozess, etwa Sequenzoptimierung, höhere Berechnungen für elektrische Netze. Und diese Kombination aus Methoden der künstlichen Intelligenz mit Methoden des Operation Research und den ganzen Engineering-Methoden, das macht zusammen industrielle Intelligenz aus. Und das ist unser Angebot für den Markt und das finden Sie nirgendwo anders. Industrielle Intelligenz ist vor allen Dingen ein wichtiges Thema für Unternehmen, die sich in einem ausgereiften Markt befinden und einen sehr scharfen Wettbewerb ausgesetzt sind. Da können Sie mit künstlicher Intelligenz nochmal einige Prozentpunkte herausholen. Zum Beispiel für die Automobilproduktion haben wir, basierend auf Soft Computing, Fuzzy Logic, eine Optimierung, die hat gegenüber den konventionellen Verfahren schon 8% herausgeholt. Und mit der künstlichen Intelligenz haben wir nochmal einen halben Prozentpunkt herausgeholt. Wenn Sie das für einen globalen Automobilkonzern sich mal vorstellen, was das ausmacht, dann können Sie mal ermessen, was künstliche Intelligenz für einen Produzenten allgemein ausmacht, auch in anderen Branchen. Ja, einfach die Nase in einem scharfen Wettbewerb nach vorne zu kriegen, eigentlich mit überschaubaren Investitionen, aber es ist ein sehr komplexer Beschaffungsgegenstand und man muss als Kunde sehr genau unterscheiden können, welches Angebot hat wirklich die Erfahrung und auch die Kombination von Verfahren, um mein Problem zu lösen und was sind einfach nur Show- und Spektakelergebnisse, die am Ende für den industriellen Prozess überhaupt nicht eingesetzt werden können. KI eignet sich selbstverständlich vor allen Dingen für Unternehmen, die sehr große Mengen an Energie und Material und eben auch Personal einsetzen. Denn wenn Sie dort einen halben Prozentpunkt herausholen oder gar 2-3 Prozentpunkte, dann multipliziert sich das extrem und der Auswahlprozess und der Prozess, diese Art von Software in Betrieb zu nehmen, zu schulen und so weiter, der ist nahezu für jeden Kunden gleich. Insofern habe ich ganz große Skalen und kann das dann über einen großen Konzern ausrollen, habe ich einen viel größeren Nutzen als bei mittleren und kleinen Unternehmen. Sollte man meinen. Das ist auch zunächst so. Nur wenn dann einmal für eine bestimmte Branche solche Optimierungen zur Verfügung sind, wir haben zum Beispiel über 160 Installationen einer Optimierung für Lackierstraßen, ja, dann kann man es natürlich auch für Mittelständler vernünftig anbieten, sozusagen out of the box und auch für kleinere Skalen vernünftig einsetzen und sich dann eben auch an der Produktivität erfreuen, die diese Systeme mit sich bringen. Wir setzen industrielle Intelligenz ein zu der Optimierung von Energienetzen, Stromnetze, Gasnetze. Da geht es darum, für den Kunden die Einnahmen zu erhöhen, Durchleitungsgebühren zu verdienen und die Ausgaben, Regelenergieeinkauf und vieles mehr zu reduzieren. Wir setzen künstliche industrielle Intelligenz ein für Produktionsprozesse, insbesondere in der Automobilproduktion, sowohl in der Serienfertigung als auch in der modernen Schwarmfertigung mit diesen fahrerlosen Transportsystemen. Und wir setzen industrielle Intelligenz ein für den öffentlichen Nahverkehr, etwa für Depotstrukturen, wo Sie 1000 Busse etwa pro Tag managen wollen. Also für uns eine Technik, die wir mit all unseren Softwareprodukten kombiniert haben und wo die Kunden einen sehr hohen Nutzen haben.
Das wirtschaftliche Potenzial industrieller Intelligenz wird nach meiner Auffassung von den Kunden noch dramatisch unterschätzt. Obgleich wir diesen Hype darum haben und die Bundesregierung 3 Milliarden hier in Deutschland auch investieren möchte, denke ich, dass die Dimensionen viel, viel größer sind, auch der Nutzen, der dabei herauskommen kann, als es gemeinhin angenommen wird. Insofern denke ich, dass es weitere positive Beispiele braucht und insbesondere die Kombination aus künstlicher Intelligenz mit anderen Verfahren im Einsatz für industrielle Aufgaben, um das Potenzial klarzumachen und natürlich dann auch für uns als PSI das wirtschaftliche Potenzial, dass wir diese Lösung dann mit hoher Stückzahl verkaufen können.